Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich euch zeigen möchte, wie ich meine WPC-Terrasse mit dem Hochdruckreiniger wieder fit bekomme. Die Terrasse ist ungefähr 8 Jahre alt, besteht aus WPC, Holz und liegt teilweise im Schatten, teilweise in der Sonne und wie man auf den Bildern hier recht gut erkennen kann, gerade über den Winter hinweg vermoost die Oberfläche, verkraut und jedes Jahr im Frühjahr nehme ich mir einen Tag Zeit und reinige das Ganze mit meinem Hochdruckreiniger. Hierfür nutze ich einen Hochdruckreiniger der Firma Kärcher, einen K4, der mir schon viele gute Dienste geleistet hat. Ich habe auch Stück für Stück mir Zubehör gekauft, unter anderem den T-Razor, links im Bild hier, und den Powerschrubber. Mit dem Powerschrubber habe ich ursprünglich die Terrasse gereinigt. Die Borsten sind etwas grob, so dass man den Dreck gut abbekommt, aber insgesamt ist mir dieser zu klein, dass ich dann auf den T-Razor zugreife, der für meine Körpergröße doch besser geeignet ist und wunderbar sauber macht. Zunächst schaffe ich mir Platz, indem ich meine Couch beiseite stelle und den Tisch und beginne damit, den groben Dreck mit dem ganz normalen Hochdruckstrahler von der Terrasse runter zu sprühen, runter zu spülen, um dann mit dem T-Razor anschließend ins Detail zu gehen. Wie man hier sehr schön sieht, der Sprüher an sich hat nicht die benötigte Leistung, trotz 180 Bar, die hier einwirken, um diese Anlagerung von Moos und von, ja, keine Ahnung, was das ist, wirklich sauber wegzubekommen. Ein völlig anderes Bild ergibt sich, wenn ich die Terrasse mit dem T-Razor, mit dem Terrassenreiniger abkerchere. In dem Falle, wie wir gleich sehen, wird der Dreck deutlich besser entfernt. Man sieht die Unterschiede links und rechts zur unbehandelten Stelle, denke ich, sehr gut. Und ich muss auch hier keine Kraft aufwenden. Ich drücke lediglich den Knopf und lasse den Razor einfach für sich von alleine fahren. Um mir die Arbeit noch weiter zu vereinfachen, greife ich auf einen Reiniger zu, den ich dann vorab aufbringe. Es handelt sich hierbei um einen Universalreiniger, nichts Hochwertiges oder Teures, aber es funktioniert wunderbar. Und diesen Reiniger bringe ich dann auch mit dem Kärcher zunächst auf der Terrasse aus. Diese Sprühvorrichtung ist im Paket des Kärchers mit dabei gewesen. Bin eher zufällig auf diese Methode gestoßen, aber man sieht, denke ich, recht gut, dass das Mittel sehr schön aufgeschäumt wird und einen schönen Teppich bildet, um dann zunächst erstmal einzuwirken auf die Algen, die sich da gebildet haben, auf diese Grünpflanzen, die da auf meinem WPC wachsen. Das Ganze bringe ich erstmal flächig aus, dass wirklich jede Stelle kräftig bedeckt wird. Aufpassen, denke ich, muss man, zumindest mache ich das so, in der Nähe meiner Pflanzen, die da meine Terrasse eingrenzen, weil ich nicht weiß, ob diese eben dann auch abgetötet werden oder zumindest Schaden von nehmen. Aber nach nunmehr 3 Jahren in der Nutzung habe ich dann noch keine negativen Wachstumshemmnisse feststellen müssen. Unmittelbar nach dem Einsprühen beginne ich bereits mit dem Kärchern. Also ich lasse das Mittel jetzt relativ kurz einwirken und wie man hier sehen kann, lege ich einfach nur den Kärcher auf den Boden, lasse den Hochdruckreiniger arbeiten und schiebe den Flächenreiniger hin und her. Hierbei nutze ich die Technik dahingehend, dass ich jeweils um eine halbe Bohle versetzt den Kärchen nach links und rechts, also über die Länge, laufen lasse. Das heißt, jede Stelle wird mindestens 2-mal bearbeitet, teilweise sogar 3-mal. Und man sieht am Schaum doch, was für Dreck dort rausgespült wird, beziehungsweise dann da, wo der Kärcher jetzt schon gereinigt hat, dass die Diele deutlich sauberer aussieht. Hier einmal der Vergleich. Auf der linken Seite habe ich den Kärcher einfach laufen lassen und auf der rechten Seite ist noch gar nichts passiert. Da wirkt noch das Mittel ein, der Terrassenreiniger. Und wie man hier sehr schön sieht, der Unterschied ist doch gewaltig.
Ich muss sagen, dass die Terrasse anschließend wirklich dem Ursprungszustand von der Farbe her doch recht weit wieder entgegenkommt. Alles in allem benötige ich für meine 40 bis 50 Quadratmeter große WBC-Terrasse ungefähr 2 bis 3 Stunden, inklusive der Vorbereitung, aber auch dem Wegräumen hinten dran. Und ich muss sagen, mit dem Powerschrubber, mit dem ich das vorher gemacht habe, war das Ergebnis gleichwertig. An einigen Stellen sogar etwas besser, speziell an den verdreckten Rändern. Allerdings ist mir der Stiel dort zu kurz, so dass ich dann anschließend immer Rückenprobleme bekommen habe und dann dauerhaft auf den T-Racer, auf diesen Terrassenreiniger umgestiegen bin. Wie man hier ganz links sehen kann, am Abschluss schafft der T-Racer aber auch nicht alles. Das heißt, kleine Flecken bleiben übrig, die bearbeite ich anschließend mit der Hochdruckfräse dann weg. Ich vermute, dass das Harzflecken sind von den Bäumen, die ich im Umfeld habe, kann es aber auch nicht ausschließen, dass das irgendwelche anderen Dinge sind. Zumindest schafft es der Kärcher in dem Falle nicht, diese wegzufräsen. Zum Abschluss nehme ich dann den ganz normalen Strahlreiniger wieder und sprühe den aufgewirbelten Schmutz von der Terrasse herunter und das Ganze mit Seitwärtsbewegung, dass auch das stehende Wasser, was jetzt nicht komplett abläuft, von der Terrasse runtergespült wird. Dann sieht man immer noch mal sehr gut, dass dieses Wasser nicht wirklich sauber ist, sondern grün, das heißt vom Algen durchsetzt. Das wird dann einfach alles runtergespült, runtergewaschen und im Anschluss kann die Terrasse einfach trocknen und sieht dann wirklich aus wie damals vor knapp 8 Jahren, als wir sie aufgebaut haben. Und um euch zu zeigen, wie das Ergebnis ausschaut, hier ein Abschlussfilm. Insgesamt bin ich sehr zufrieden. An den Rändern gibt es freilich Stellen, die ich nicht mehr sauber bekomme, aber nach 8 Jahren muss man da eben leben. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, wo ich mit dem Kärcher nicht hinkomme, der Unterschied zwischen schwarzförmlich und diesem bankireifarbenen WPC-Holz ist wieder deutlich sichtbar. Insgesamt kann ich das Ganze empfehlen und euch empfehle ich, wenn ihr keines meiner weiteren Videos verpassen wollt, einfach meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.